Ja, liebe Schwestern, hallo, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nun gleich noch ein zweites Video, nachdem ich gestern ja schon eins veröffentlicht hatte. Manchmal habe ich halt Zeit, welche zu machen, manchmal habe ich keine Zeit. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn das bisschen unstet hier läuft. Aber nichtsdestotrotz danke ich erstmal auch allen, die schon am gestrigen Video die Kommentare drunter geschrieben haben und sehr ausführliche Kommentare auch drunter geschrieben haben. Und ja, und mit denen ich so ein bisschen in Diskussion gehen konnte. Es ging ja um Jesus Christus, der am gestrigen Tag, am Karfreitag, ermordet wurde, der Meister, der König der Juden, und um die Inschrift INRI. Und heute geht es um die Ermordung eines anderen Meisters, nämlich explizit auf die Freimaurerei bezogen, auf Meister Hiram. Hiram Abif, wie er oft genannt wird. Ob die zwei F wirklich korrekt sind, das lasse ich jetzt mal offen. Ich komme da später nochmal drauf. Okay. Ja, ihr seht hier eine Abbildung, die natürlich so ein bisschen auf mittelalterlich gemacht ist, aber trotzdem eine neue Abbildung darstellt. Drei Gesellen ermorden den Meister. Und das ist natürlich das, was in der sogenannten Hiram-Legende zentral thematisiert wird. Und ich erzähle euch erstmal ein bisschen was Allgemeines, um dann vor allen Dingen auf diese drei Gesellen eingehen zu können. Ja, Hiram-Legende ist Bestandteil des Meistergrades in der Freimaurerei, und da es ja viele verschiedene freimaurerische Systeme gibt, gibt es auch verschiedene Auslegungen dieser Hiram-Legende und verschiedene Varianten. Manche sind sehr kurz gehalten, und fast kann man sagen verstümmelt. Das trifft, ich muss es leider so sagen, man sei mir jetzt bitte nicht böse, vor allen Dingen auf das AF und AM-Ritual zu. Ich selbst bin ja über 30 Jahre im Freimaurer-Ritual gewesen, also in diesem Ritual tätig gewesen, diesem System tätig gewesen, kenne das auch fast auswendig. Die Hiram-Legende ist hier so ja, verkürzt worden, dass tatsächlich bestimmte Bestandteile einfach nur noch unlogisch sind und sich nicht erschließen. Das kommt dann später noch im Detail. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Wer natürlich eine etwas bessere Variante sehen will, der möge mal als Freimaurer jetzt natürlich in ein FO-Ritual gehen. Dort kriegt man schon ein bisschen mehr mit, worum es eigentlich geht. Genau. Ja, aber es gibt auch noch Texte, die man außerhalb der Freimaurerei findet. Zum Beispiel bei Rudolf Steiner gibt es auch eine Hiram-Legende, eine sehr ausführliche. Also es ist in dem Sinne kein Geheimwissen, was dort nachlesbar ist. Und es ist selbst sogar, genau, das ist der dritte Punkt hier auf der Folie, es ist ja selbst sogar übernommen, wahrscheinlich von anderen Bünden. Es gibt im Islam die sogenannten Futuwa-Bünde. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen korrekt aus. Das sind ähnliche Geheimbünde wie die Freimaurer das sind. Es gibt Initiationen dort, es gibt auch einen bestimmten Wertekontext. Dort gilt auch die Regel, dass die soziale Herkunft nicht das Entscheidende ist. Also ob man jetzt aus der Oberschicht oder aus der Arbeiterklasse stammt und ähnliches. Also das sind alles Schnittmengen zur Freimaurerei. Ich kann das aber hier auch nicht vertiefen, ist klar. Ne? Müsste man bitte auch mal nachsehen. Aber Links dazu in der Videobeschreibung. So, und um die Sache nur noch verrückter und komplizierter zu machen, in der Legende, von der ich euch jetzt gleich mal die Kernaussage geben werde, gibt es zwei Personen mit dem Namen Hiram. Ich beginne mal mit dem, der nicht die eigentliche Person ist. Und zwar ist es der König Hiram von Tyrus. König, also Hiram der Erste von Tyrus. Hier ist eine Darstellung, die ist ein bisschen nichtssagend, könnte man fast meinen. Die heißt, das könnt ihr vielleicht schlecht lesen, Hiram, der König von Tyrus, bringt dem König Salomo Geschenke. Das bezieht sich tatsächlich auch auf das, was dann gleich kommt. Aber naja, gut, es geht da eigentlich um Baumaterial und ähnliches. Aber hier sieht man eben diese zwei Personen stilisiert dargestellt. Ja, schauen wir mal in die Quelle rein, also Bibelquelle, jetzt in den Primärtext. Bei zweite Chronik ab zweiten Vers folgende finden wir folgenden Text.
Und Salomo sandte zu Hiram, dem König von Tyrus, und ließ ihm sagen: Wie du es bei meinem Vater David getan und ihm Zedern gesandt hast, damit er sich ein Haus baute, um darin zu wohnen, so tue es auch bei mir. Siehe, ich will dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus bauen, um es ihm zu weihen, um wohlriechendes Räucherwerk als Räucheropfer vor ihm darzubringen und um das ständige Schaubrot aufzulegen und morgens und abends Brandopfer zu opfern an den Schabbaten und an den Neumonden und an den Festen des Herrn unseres Gottes. Das ist für ewig Israel auferlegt. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Ja, interessant an der Stelle ist die Passage, die ich hier leider auch wieder nicht vertiefen kann. Ich will dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus bauen, also nicht dem Herrn, sondern dem Namen des Herrn. Und genau, aber grundsätzlich wird hier König Hiram von Salomo angeschrieben und Salomo bekommt das, was er will vom König Hiram. Der antwortet ihm und unter anderem sagt er ihm natürlich das Baumaterial zu, aber er gibt ihm auch einen Baumeister an die Hand. Und der Baumeister, das ist dann der Hiram, um den es geht. Hiram Abi eigentlich. Warum jetzt diese zwei F später hinten dran gekommen sind, das weiß ich einfach nicht. Es ist allerdings überflüssig, könnte man sagen. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, warum das so verballhornt wurde, wie man so sagt. Also das Wort Abi macht natürlich auch viel mehr Sinn, weil das einfach nur anzeigt im Arabischen, dass das Vater-Sohn-Beziehung da ist. Ja, das ist ähnlich wie im Englischen bei McDonald's, also der Sohn von Donald sozusagen. Und warum da jetzt die F dazugekommen sind, weiß ich nicht. Vielleicht ist ja ein Schriftgelehrter unter euch und kann das dann mal in die Kommentare schreiben. Okay, ich lese mal weiter. Also ein Stück ist jetzt übersprungen und es geht dann weiter bei 11 und folgenden Versen. Und Hiram, damit ist noch der König gemeint, sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er dem König David einen weisen Sohn gegeben hat, voller Verstand und Einsicht, der dem Herrn ein Haus bauen will und ein Haus für seine Königsherrschaft. Damit ist Salomo gemeint. So sende ich nun einen kunstfertigen, einsichtsvollen Mann, Hiram Abi, den Sohn einer Frau von den Töchtern Dan. Und sein Vater war ein Tyrer. Er versteht, in Gold und Silber zu arbeiten, in Bronze, in Eisen, in Steinen und in Holz, in rotem Purpur, in violettem Purpur und in Bissos und in Karmesin und jegliche Gravierung zu machen und jeden Entwurf zu ersinnen, der ihm aufgegeben wird, zusammen mit deinen Künstlern und den Künstlern meines Herrn David, deines Vaters. Das ist also der Text, der in der Bibel steht. Und das war es jetzt auch schon, was den Hiram Abi betrifft. Der kommt gar nicht mehr weiter vor. In der Bibel, ihr könnt euch selbst das anschauen, Link in der Beschreibung, wird dann ausführlichst beschrieben, wie der Tempel dann auch gebaut wird, welche Personen ihn bauen, darauf gehe ich auf der nächsten Folie ein, und wie die Maße sind des Tempels und alles, was eingerichtet ist im Tempel, das kommt dann sehr ausführlich, aber dieser Hiram Abi, der spielt keine Rolle mehr. Okay. Ja, wer hat denn den Tempel gebaut? Nach der Bibel hört sich das so an, und Salomo zählte alle Fremden, die im Land Israel waren, nach der Zählung, die schon sein Vater David unter ihnen vorgenommen hatte, und es fanden sich 153.600, also die Fremden im Land Israel. Und er machte von ihnen 70.000 zu Lastträgern und 80.000 zu Steinhauern im Gebirge und 3.600 zu Aufsehern, um das Volk zur Arbeit anzuhalten. Interessant, interessant.
Ja, Salomo setzt also hier sozusagen Fremde ein. Ich will jetzt hier keine unpassenden Parallelen zur heutigen Zeit ziehen, sondern lieber mal auf das Bild daneben verweisen, denn hier sieht man König Salomo, der mit Dämonen spricht. Und das ist die andere Variante, die überliefert ist, allerdings nicht in der Bibel, nämlich im Testament des Salomo. Oh, Buchstabe vergessen, sorry. Testament S. Salomo, Testament des Salomo soll das heißen. Das ist ein Text, der nicht in der Bibel zu finden ist, aber sehr wohl zu finden ist, unter anderem in meinem Online-Shop Masonic Art. Ich habe es ja mal abgebildet. Ihr verzeiht mir wieder die Eigenwerbung. Ich würde mich freuen, wenn ihr in meinem Shop was einkauft. Und den Text, den habe ich dort auch in gedruckter Form im Angebot. Hier wird ausführlich beschrieben, wie König Salomo Dämonen bannt, die er dann zum Bau des Tempels einsetzt. Das habe ich auch in einem anderen Video schon besprochen. Ich verlinke es euch nochmal und deswegen gehe ich hier nicht näher drauf ein. Also, entweder waren es die Fremden oder es waren die Dämonen oder beide zusammen. Jedenfalls waren es ziemlich viele, die dort mitgebaut haben. So, zurück zur Hiram-Legende. In der Hiram-Legende passiert Folgendes. Es gibt drei Gesellen, die die ein Passwort dem Hiram Abiv, dem obersten Baumeister, abpressen wollen. Und der Hiram weigert sich, es diesen Gesellen preiszugeben. Ihr müsst dazu wissen, für alle, die keine Freimaurer sind, die Geschichte ist ziemlich komplex und der Teil, um den es jetzt hier geht, ist der, die verschiedenen Personen, die am Tempel mitbauen, das sind Lehrlinge, Geselle und Meister, alle erhalten unterschiedlichen Lohn an verschiedenen Orten mit Hilfe eines Passwortes, was sie besitzen. Die Lehrlinge besitzen eben nur das Passwort der Lehrlinge, die Gesellen besitzen das Passwort der Lehrlinge und der Gesellen und die Meister besitzen das Passwort der Lehrlinge, der Gesellen und der Meister. Ganz klar. Ja, und dieses Passwort wird benutzt, um den gerechten Lohn zu bekommen. So heißt es in den Freimaurerritualen. So wird es auch im Afam-Ritual erklärt und das ist dann aber auch schon alles. Und das kann ja nun eigentlich nicht passen, wenn man mal ein bisschen logisch drüber nachdenkt, wenn man den weiteren Verlauf dieser Geschichte anschaut. Ja? Die drei Gesellen äh, lauern dem Hiram dann auf der Baustelle, kann man sagen, weil er schon in den noch nicht fertiggestellten Bau zum Beten immer geht am Abend und das wissen die Gesellen und dort lauern sie ihm auf und verstecken sich hinter Säulen und springen dann einzeln hervor, um ihm dieses Passwort abzupressen. Wohlgemerkt das Passwort, um mehr Lohn zu bekommen, um den Meisterlohn zu erhalten. So wird es bei Afam gesagt. Nachdem Hiram aber diese drei Gesellen abfahren lässt und nicht schwach wird, auch wenn er dabei zunächst verletzt und am Ende sogar getötet wird, verrät er also dieses Passwort nicht an die drei Gesellen und damit, so heißt es dann auch im Ritual, geht dieses Meisterwort verloren. Und ein neues Wort muss gefunden werden. Und das ist der Punkt, wo es also absolut unlogisch ist, denn wenn es hier nur in Anführungsstrichen um das Passwort ginge, womit man den Lohn des Meisters erhält, dann könnten ja diese drei Gesellen jeden anderen Meister auch nochmal sich schnappen, oder es hätte auch gar nicht Hiram sein müssen, ja, denn jeder Meister am Bau kennt ja dieses Passwort, was für den Lohn da ist. Und es kann also demzufolge nicht verloren gehen mit dem Tod des Meisters. Wenn man jetzt also spitzfindig wäre, könnte man vielleicht wieder sagen, gut, man wusste ja jetzt nicht, also Salomo, der ja dann später von dieser Schandtat erfahren hat, kann ja jetzt nicht wissen, ob der vielleicht doch schwach geworden ist und denn das Passwort doch verraten hat und aus Vorsichtsgründen müsste jetzt ein neues eingeführt werden. Könnte man so argumentieren, ist aber tatsächlich auch nicht gemeint, denn und das ist das, was bei AFAM überhaupt nicht erklärt wird. Es geht ja natürlich nicht um dieses allgemeine Passwort für die Meister
und den Lohn, den schnöden Mammon, sage ich mal, sondern es geht um ein geheimes Wort, das tatsächlich nur dem Meister Hiram bekannt war. Und zwar ist es das Wort, womit er diese gesamten Arbeiten befehligen und ordnen kann. Auch das wird in Freimaurritualen ausgeführt, dass er mit Hilfe von einem Geheimwort und von geheimen Gesten auch, man könnte auch sagen magischen Gesten, eben diese riesige Baustelle führen kann und ordnen kann. Das erkläre ich hier nicht näher, aber wer sich in der Materie auskennt, weiß, dass es so ist. Okay, gut. Was bedeutet jetzt erstmal der Tod oder die Ermordung dieses Meisters? Wofür steht überhaupt diese gesamte Hiram-Legende? Natürlich ist es eine Allegorie, natürlich ist es äh, nur im übertragenen Sinne wird hier natürlich jemand ermordet, ja, das findet natürlich nicht in Wirklichkeit statt, auch wenn es quasi nachgespielt wird im Ritual. Also es geht um den symbolischen Tod und die spirituelle Wiedergeburt, die man dort erlebt in diesem Initiationsritual. Es geht um bestimmte ethische Werte, wie zum Beispiel das Bewahren von Geheimnissen, aber auch die Unbestechlichkeit des Geistes. Es geht um das Streben nach Weisheit, das nur durch Prüfungen, durch Leid und echte Treue zur Wahrheit erreicht werden kann. Diese Weisheit natürlich. Und ja, oder allgemein zusammengefasst, um den Tod des alten Ichs, um dann als neuer Mensch, als neuer Meister wiedergeboren zu werden. Das ist die Idee der Hiram-Legende. Und hier habe ich mal ein paar Ansichten dazu zusammengestellt, die man alle im Internet findet. Ja, oben links, das ist sozusagen eine Darstellung aus einem Freimaurerritual. Ihr seht, symbolisch wird dort eine Person mit seinem großen Hammer erschlagen und dann aber aufgefangen von den anderen Brüdern. Das kennt man in Afam in der Form auch nicht. Ich habe es aber schon in anderen Ritualen tatsächlich live gesehen. Das wird also im Grunde genommen schon praktiziert, diese Variante mit dem Auffangen des Kandidaten oder des Neophyten oder wie immer ihr es nennen wollt. Ja, und dann habt ihr auf der rechten Seite nochmal eine Darstellung oben von diesen drei Gesellen und ihr seht da auch, welche Werkzeuge die in der Hand haben. Das eine ist ein Zollstock oder ja, nennen wir es mal Zollstock. Das andere ist ein Winkel, das dritte ist ein Hammer. Auf die Werkzeuge gehe ich gleich noch genauer ein. Seht ähnliche Werkzeuge dann nochmal unten links auf dieser Darstellung, wo diese drei Gerippe zu sehen sind. Und hier ist allerdings schon eine Variante zu sehen. Oben, der hat so eine Art Zollstock in der Hand und unten, der hat einen Hammer, aber der mittlere, der so ein bisschen waagerecht steht, der hat da irgendeine große Keule in der Hand. Das ist also normalerweise ein Winkel, ja. Und auf der rechten Seite seht ihr dann das Grab, wo der Körper von dem Meister Hiram vergraben ist und darauf befindet sich ja der Zweig einer Akazie, auch ein wichtiges Symbol in der Freimaurerei, was ich hier jetzt nicht weiter erläutern will. Okay, ja, das letzte Bild ist nun eine Darstellung aus der Zeit, wo Mozart initiiert wurde. Deswegen seht ihr also Mozart ähnlich angezogene Adlige. Und wenn ihr auf dem Bild da so nach rechts schaut, das ist nur ein Ausschnitt von dem Bild, dann seht ihr da, dass dort noch mehr bedeckte Körper liegen. Ja, also das ist auch der Art und Weise geschuldet, wie dieses Ritual damals durchgeführt wurde, hier mit diesen Degen und so weiter. Okay, werde ich jetzt auch nicht näher erklären, aber habe ich schon mal live gesehen. Also ich kenne es, ich weiß, wie es geht. Okay, was jetzt keine Angeberei sein soll. So, okay. Was hat es jetzt mit diesen drei Gesellen auf sich? Hier ist mal eine interessante Abbildung aus dem Buch The Lost Keys of Freemasonry. Manly P. Hall ist Autor und das ist auch schon etwas älter, dieser Text. Und ihr seht hier eine Abbildung, die ist schon ein bisschen frappierend, auch für Freimaurer. Also steht The Three Ruffians, das heißt so viel wie Raufbolde, ja, also raue Gesellen, wie gesagt, wird es manchmal genannt. Hier wird es direkt Raufbold in dem Sinne genannt. Und eine davon, oder einer, ist eine, davon ist eine Frau, ja, mit dem Winkel in der Hand. Ihr seht das hier an der Stelle. Es gibt diesen alten Menschen hier und diesen jungen Mann, alten Mann und eine Frau.
Die Werkzeuge stimmen an der Stelle. Ja, der alte Mann hat hier diesen Zollstock in der Hand, die Frau hat den Winkel und der junge Mann hat den Hammer. Und die Person, die unten liegt, das soll offensichtlich dann Meister Hiram sein. Wiederum sehr jung dargestellt, fast auch schon feminin. Jetzt hat das natürlich nicht den Hintergrund, dass hier äh, jemand sich sozusagen geschlechtsmäßig hat umwandeln lassen oder anders identifiziert hat oder ähnliches. Spaß. Nein, es ist tatsächlich so, dass es um bestimmte Begierden geht, ja. Und das könnt ihr auch in dem Text unten sehen, äh, den ich jetzt hier nicht im Einzelnen vorlese, aber ich glaube, man kann es zumindest am großen Monitor ganz gut erkennen, was dort steht. Ja, und da ist die Rede von perversen oder pervertierten Gedanken, von ungezügelten Emotionen und destruktiven Handlungen, wofür nämlich diese drei Gesellen stehen. Und diese ungezügelten Handlungen, Entschuldigung, Emotionen, die wurden tatsächlich oft weiblich dargestellt. Also bitte jetzt mir auch verzeihen, ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Die Frau im Manne, das sind die ungezügelten Emotionen. Das Weibliche, das ist das, wofür die ungezügelten Emotionen stehen. Und deswegen ist das hier eine Frau. Ja, schon grotesk irgendwie. Gut, aber wir schauen mal weiter. Was sind die Werkzeuge? Wir haben den Zollstock, der allegorisch natürlich in seiner Bedeutung steht für das Maß halten und die Ordnung. Ja, der Zollstock hat eine Maßeinteilung wie ein Lineal, sage ich jetzt mal. Und man spricht auch vom 24-zölligen Maßstab in der Freimaurerei. Und der ist das Symbol auch für die richtige Zeiteinteilung im eigenen Leben. Aber man kann eben auch andere Dinge damit messen, sage ich jetzt mal, und deswegen Maß halten und Ordnung. Das Winkelmaß ist das Symbol, was für Moral und Rechtschaffenheit steht, der rechte Winkel, also rechtwinklig zu handeln quasi, rechtschaffen zu sein. Und der Hammer, die Kraft des Hammers steht für die Tatkraft und den Willen. Das sind die Werkzeuge, die diese drei Gesellen benutzen. Und auf dieser Folie seht ihr jetzt hier die negative Umkehrung. Ja, der Zollstock, also wie sie diese Gesellen jetzt gebrauchen, ja, der wird jetzt hier eingesetzt für Maßlosigkeit. Ja, es steht für Maßlosigkeit, für Ungeduld, für Verblendung. Also das Gegenteil des rechten Maßes. Genauso ist es beim Winkelmaß, der ja die Moral darstellt, die rechtwinklige Lebensführung darstellt. Das steht dann hier für Habgier, für Macht, Gier, für Unrecht auch natürlich. Und der Hammer, der im Positiven die Tatkraft und den Willen darstellt, ist jetzt hier die rohe Gewalt, das Symbol für rohe Gewalt, für Zorn, für Rücksichtslosigkeit, am Ende auch für Mord. Denn mit dem Hammer wird ja dann der Hiram endgültig zu Tode gebracht. Was mir an der Stelle einfällt, ist, sind eigentlich sehr augenfällige Parallelen zum Buddhismus. Und hier würde ich euch mal bitten, auch eure Meinungen vielleicht dazu zu geben, wer davon Ahnung hat. Ähm, Offiziell sind die Freimaurerrituale an der Bibel orientiert, insbesondere am Alten Testament. In den höheren Graden, in den Hochgraden geht es natürlich auch ums Christentum, aber zum Buddhismus gibt es eigentlich nach meiner Kenntnis jedenfalls keine direkten Bezüge. Und doch ist doch die Übereinstimmung hier sehr, sehr augenfällig. Ja? Wer sich im Buddhismus ein bisschen auskennt, weiß, dass hier von drei Geistesgiften, grundlegenden Geistesgiften die Rede ist, nämlich Gier, Hass und Verblendung. Ja, und die dazugehörige Geisteshaltung ist eben bei der Gier das Anhaften an dem, wonach man giert, ja, quasi, ist eine anhaftende Geisteshaltung. Bei Hass ist es genau umgekehrt, da ist es die ablehnende Geisteshaltung, die aber auch nur ins Böse führt. Und die Verblendung ist sozusagen die nicht funktionierende, die gleichgültige Geisteshandlung, also das nicht differenzieren können. Und genau, und Verblendung ist eigentlich sogar das, was ganz vorne steht als erstes Geistesgift. Was ihr hier im Übrigen seht, auf der rechten Seite ist ein buddhistischer Dolch, kann man sagen, ritueller Dolch, der immer drei Klingen hat. Man sieht jetzt hier zwei, die dritte steht nach vorn, ja. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie so ein Pflock, womit man ein Zelt festmachen kann, ja. Aber dafür ist es natürlich nicht gedacht, sondern
diese drei Klingen an diesem Dolch, Furba heißt das, wenn ich es richtig ausspreche. Also diese Furba-Dolche, die haben drei Klingen, weil man damit diese drei Geistesgifte bekämpfen kann. Die Gier, den Hass und die Verblendung. Ja, und da sind wir wieder, ich mache noch mal kurz zurück, also eben bei den drei Gesellen hier, ja, die im Grunde genommen genau auch für diese Falschverwendung der Werkzeuge stehen, die dann am Ende die negativen Geistesgifte hervorrufen, könnte man sagen. Okay, ja, hier noch eine letzte Folie zum Buddhismus und dann bin ich schon am Ende dieses Vortrags angekommen tatsächlich. Ihr seht jetzt hier nochmal bildhafte Darstellungen im Buddhismus von den drei Geistesgiften. Und zwar wird es oft mit Tieren auch identifiziert. Das Schwein, das ist die grundlegende Täuschung oder die Unwissenheit. Das Schwein ist der Ausgangspunkt, ja. Und ihr seht ja auf der rechten Darstellung, dass die anderen beiden, die Schlange und der Hahn, das ist eigentlich ein Hahn, das sieht ja doch, ja, sieht ein bisschen wie ein Fasan aus auf der anderen Abbildung, aber egal. Also die kommen aus dem Maul von dem Schwein heraus. Also die Verblendung, könnte man sagen, die grundlegende Täuschung, die Unwissenheit, aber vor allem die Verblendung, das ist immer der Ausgangspunkt, aus dem dann auch Gier und Hass entstehen. Und die bilden dann diese Trinität. Auf dem linken Bild beißen die sich ja gegenseitig in den Schwanz und zeigen damit die Zusammengehörigkeit. Und aus diesen drei grundlegenden Geistesgiften entstehen dann eben auch alle anderen negativen Handlungen des Menschen. Ja, aus der Gier entsteht natürlich dann auch sowas wie Diebstahl und aus dem Hass entsteht sowas wie Mord und so weiter und so fort. Ja, gut. Tja, das war schon mal im Schnelldurchlauf mein Vortrag. Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr die ganze Geschichte seht. Ihr könnt wieder bitte gerne die Kommentare schreiben. Liked auch mal das Video und abonniert den Kanal und unterstützt mich natürlich auch gerne finanziell, indem ihr in meinem Shop was einkauft oder eine kleine Spende gebt. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostersonntagmorgen und einen schönen Ostermontag. Genießt die Zeit, erholt euch und ja, findet innere Ruhe, genießt es und werdet nicht zu diesen drei Geistesgiften sich drauf einlassen. Ja? Okay, alles Liebe euch. Knowledge is an Inside Job. Tschüss.